Hallo. Heute möchte ich mal etwas zu dem Thema Vergeben, Verzeihen sagen. Wir alle kennen das, wenn wir älter werden, dass uns etwas aus der Vergangenheit einholt und sozusagen nach uns greift. Es sind irgendwelche Verwundungen, körperliche Verletzungen, seelische Verletzungen, psychische Verletzungen, Verletzungen, die wir nicht verziehen haben. Weil wir ihnen nicht verziehen haben, haben sie sozusagen die Kraft, uns runterzuziehen. Ja, und ich merke, je älter ich werde, je mehr ich verzeihe, desto leichter wird mir. Und das kann ich jedem empfehlen. Sich bemühen, Verletzungen zu verzeihen. Einzelne rückgängig machen kann man sie sowieso nicht mehr. Und sie ständig jemandem vorhalten, ohne eine wirkliche Regulierung oder Lösung des Konflikts, das bringt es auch nicht. Und es ist ja auch schnell so, wenn man nicht verziehen hat, ist die Schwelle nicht hoch, wo das Empfinden in Hass umschlägt. Das heißt, man hasst jemanden, weil er einem diese oder jene Verletzung zugefügt hat. Und wir als Menschen haben die Kraft, dass wir das vergeben können. Das heißt, von unserem Inneren heraus, von unserem Gefühl, können wir sagen, ich verzeihe das und hoffe, es ist in Zukunft anders. Oder es wird anders bei demjenigen. Schön ist es natürlich, wenn man mit dem Betroffenen darüber sprechen kann, was aber oftmals nicht möglich ist, weil je älter man wird, wenn man schon älter ist, viele verstorben sind, die einen begleitet haben in dem Leben und auch diejenigen, die einen verwundet haben. Eine ganz üble Verwundung ist zum Beispiel eine seelische Verwundung, das ist, wenn man verraten wird. Es gibt ja häufig Menschen, die haben einen Genuss darin, wenn sie jemanden verraten, das heißt das Vertrauen desjenigen enttäuschen. Ja, und das zu vergeben ist nicht leicht, weil man sozusagen betrogen worden ist, insofern verraten worden ist, aber es nicht zu verzeihen ist auch keine Lösung. Das heißt ja, es gibt ja diesen Spruch, vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern.
Das bedeutet, man kann nicht davon ausgehen, dass einem alle Schuld vergeben wird, wenn man nicht selber bereit ist zu vergeben. Also jemand, der daran festhält, an der Schuld des anderen und vielleicht auch an dem Hass, der muss damit rechnen, dass ihm dasselbe widerfährt, auf einer höheren geistigen Stufe, dass es da jemanden gibt, der sagt, ich kann dir das nicht verzeihen, was du getan hast. Ich kann dir dieses oder jenes nicht verzeihen, weil du nicht vergeben hast. Und das ist ein Stück Reichtum, den wir als Menschen haben. Wir sind in der Lage, wir können vergeben, wir können verzeihen. Wir sind nicht dazu verdammt, an der Schuld des anderen festzuhalten, das Leben lang, oder das auch noch mit ins Grab zu nehmen. Es ist Erleichterung, wenn man verzeiht. Es macht das eigene Leben leichter und es macht das Leben insgesamt leichter. Was man rechtlich regulieren muss bei Verletzungen oder was angebracht ist, dass man es zur Anzeige bringt, sollte man auch anzeigen und der Justiz überlassen, darüber zu richten. Aber ansonsten ist Vergebung der beste Weg. Das wollte ich heute mal so ganz spontan sagen. Ich habe heute und gestern ein bisschen drüber nachgedacht. Und es ist wirklich zu fühlen, die Erleichterung, wenn man dem anderen das Fehlverhalten vergibt. Man gibt ihm sozusagen die Chance, es noch einmal neu zu versuchen oder einen Neustart zu versuchen, ohne diesen Anhängsel von Schuld, Energie. Weil das ist ja auch nicht gerade leicht. Wenn einem viel Schuld vorgeworfen wird, macht das Leben auch keinen Spaß. Und es ist schön, wenn man davon befreit ist. Das Beste ist natürlich, wenn man es auflösen kann. Im gemeinsamen Gespräch. Das ist schön, auch wenn man darüber sprechen kann, mit anderen Leuten überhaupt darüber reden kann, damit es überhaupt einen Prozess gibt der Reflexion und dass man darüber diskutieren kann, dass es einen Weg gibt zu vergeben. Was ist das überhaupt? Und das heißt letztlich einfach, dass ich keinen Groll mehr in mir habe. Auch die letzte versteckte Wut, die noch drin ist rausgelassen oder aufgelöst. Und dann kann ich sagen, ich habe vergeben. Und dann muss ich mir das Thema auch nicht künstlich immer wieder ins Leben holen und irgendwo an die Wand schreiben, sozusagen, in Anführungsstrichen. Ja. Also, davor wegzulaufen, vor dieser Entscheidung, dass man vergibt, macht auch keinen Sinn. Ich kenne aber einige, die machen das.
Sie halten daran fest, an den Vorwürfen, die sie anderen machen. Oder sie holen sich immer wieder die Verletzung aus der Kindheit in ihr gegenwärtiges Leben und kommen im Grunde nicht weiter, weil sie nicht an den Punkt kommen, wo sie es auflösen und verzeihen. Das heißt, sie scheuen davor zurück und machen etwas völlig anderes und verdrängen das, und dann ist es so lange verdrängt, bis es eines Tages wieder auf der Matte steht, sozusagen. Da kommt es ja oftmals ganz, ganz abrupt in das Leben, in den Alltag rein, von einer Sekunde auf die andere, ohne Vorzeichen. Also, ich habe im Moment etwas Husten die letzten Tage. Darum ist das jetzt nicht so ganz einwandfrei gesprochen, aber immerhin, ich schaue mir das jetzt gleich mal an, ob das okay ist, das Video, dass ich das als Video lasse. Also, das Thema ist Vergebung. So wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das sage ich allen, die Hass in sich tragen. Hass und Wut. Beschäftigt euch mal damit und löst es auf, befreit euch davon, weil es ist negative Energie, die einen immer runterzieht und einen überall erreicht. Man kann sich nicht davor verstecken. Sie greift nach einen und reißt einen runter in einen emotionalen Sumpf aus negativer Energie. Und das Licht in dieser Finsternis ist der Schritt, sich damit auseinanderzusetzen und mit Vorwürfen auseinanderzusetzen und mit dem auseinanderzusetzen, was einen verwundet hat und was man nicht überwinden konnte. Ja. So. Das wollte ich sagen, und jetzt ist auch genug. Und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut. Schönes Wochenende wünsche ich allen. Wir haben Sommer. Wie man sehen kann, wenn man aus dem Fenster schaut, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Bin gerade mit dem Fahrrad unterwegs gewesen zum Nachbardorf. Ja, alles klar, und jetzt hatte ich Lust, ein Video zu machen. Mal sehen, ob dies eins wird. Also, macht's gut. Schönes Wochenende und ich wünsche allen einen schönen Sommer. Viel Liebe, wenig Stress. Okay.